Hallo, ich bin Andreas. Heute ist Donnerstag, der 27. September 2018. Ich habe gerade wieder etwas frisch Power. Ich war gerade ein paar Kilometer gegangen zum Einkaufen mit dem Rollator und war in der frischen Luft draußen. Und da hatte ich den Gedanken, dass ich jetzt mal gerade noch diesen Beitrag mache. Gestern habe ich unter anderem gesehen einen Beitrag über den Vatikan, über die Missbrauchsstudie und wie der Vatikan dazu steht. Da fiel unter anderem das Wort oder der Gedanke, dass man es nicht jetzt alles in dieser Zeit sozusagen abladen kann, die Schuld und die beschuldigen kann, die jetzt da sind, tätig sind. Das finde ich richtig. Das ist richtig. Es geht um die katholische Kirche insgesamt. Und es geht auch, wenn man jetzt nur das Thema Missbrauch nimmt, eigentlich um die 2000 Jahre. Das heißt, seitdem es die Kirche überhaupt gibt. Das ist das große Thema. Es ist auch nicht nur die römisch-katholische Kirche. Das ist nur die eine Seite. Es geht ebenso darum, gibt es das auch vielleicht in der evangelischen Kirche oder in anderen Kirchen, in sozialen Einrichtungen, Institutionen. Und im Grunde geht es um den Menschen, die Menschheit insgesamt. Wie weit sind wir gereift geistig? Wie weit ist unsere Bereitschaft, uns zu bekennen und den Weg der Wahrheit zu gehen und ins Licht zu gehen? Und darum geht es jetzt auch bei der katholischen Kirche. Ich hatte gepostet, es wird sie nicht mehr lange geben. Das hatte ich gesagt, 5 bis 20 Jahre. Sie wird zusammenbrechen oder sich auflösen müssen, denke ich mal, je mehr ans Licht kommt. Weil es geht ja auch darum, wie ist sie überhaupt aufgebaut. Sie basiert ja auf der Verfolgung der ersten Christen. Sie hat sie ja nicht bejubelt, sondern sie hat sie verfolgt und auch getötet, wenn sie kriegen konnte. Die Ablehnung oder Verdammung der Bibel ja auch eine lange Zeit. Das muss man einfach auch mal ganz klar und deutlich sagen. Und dann die Zusammenstellung der Bibel letzten Endes und auch die Veränderung an der Bibel. Die Verschiebung des Sabbats auf den Sonntag. Die Frage, was kommt rein in die Bibel, was kommt nicht rein in die Bibel bei den Evangelien. Das ist eine wichtige Frage. Dann das Verhalten der Kirche insgesamt. Sie ist ja wie ein riesiges Unternehmen, das größte Unternehmen, die größte Firma der Welt mit dem größten Kapital. Sie ist überall, hat sie ihre Finger drin in finanziellen Geschäften, in Machenschaften, überall auch, wo es Korruption gibt, wo es Kriege gab, da hatte sie ihre Finger drin. Sie hatte die Kreuzzüge gemacht, die Verfolgung Andersdenkender, die Abschlachtung von Indianern, die Ureinwohner Amerikas. Jeder, der nicht zu der Kirche wechseln wollte, der wurde abgemetzelt. Fertig. So, und seit der Zeit, die letzten 600, 700 Jahre, was ist da gelaufen? Wie viele Kriege ist die Kirche involviert? Wie viel Güter hat sie geraubt? Wie viel gestohlen, auch beschlagnahmt? Was befindet sich überhaupt im Besitz der katholischen Kirche an Reichtümern? Was befindet sich im Besitz des Vatikans? Oberirdisch, was hat der Vatikan in seinen Kellern? Was hat er anmaßend sozusagen beschlagnahmt und gesagt, das gehört uns? Das fängt ja schon am Anfang an. Das muss alles ans Licht und dann ist die Frage, wie aufrichtig sind die Mitarbeiter der katholischen Kirche jetzt in diesem Jahrhundert, in dieser Zeit, in der wir jetzt leben? Wie groß ist ihr Mut, in die Wahrheit zu gehen? Wie groß ist der Mut, sich zu bekennen zu eigenen Fehlern oder Sünden, die man begangen hat? Und jetzt ist halt dieses Thema
was auf dem Tisch liegt. Das ist der sexuelle Missbrauch. Das ist ja nur der Anfang von dem. Wie viel zigtausend letzten Endes betroffen sind, das wird in den nächsten Jahren rauskommen. Und es ist die Frage, wie viele Leute, Gläubige, werden aus der katholischen Kirche austreten, weil sie sagen, nein, da mache ich nicht mehr mit. Sie orientieren sich neu oder um und wechseln in eine andere Kirche oder wie auch immer. Oder gibt es die Möglichkeit, eine Umstrukturierung der katholischen Kirche, sozusagen ein Neuanfang? Das heißt aber auch ohne einen Vatikan. Der Vatikan, so wie er ist, hat nichts mit Christus zu tun. Das sage ich. Und ich sage dieses seit einigen Jahren und ich merke, ich bin ja selber in einem Entwicklungsprozess und auf der Suche und auf der Frage, wer bin ich eigentlich und was mache ich hier? Und ich habe mich aber irgendwann entschlossen, den Weg der Wahrheit zu gehen, egal was ist. Und ich habe schon vor 20 Jahren gesagt, ich gehe den Weg der Wahrheit. Und wenn sich herausstellt, dass ich Adolf Hitler war, dann werde ich mich dazu bekennen, dass ich Adolf Hitler war. Wenn sich herausstellt, dass ich Satan bin, werde ich sagen, jawohl, ich bin Satan und werde mich dazu bekennen. Oder wenn ich Luzifer bin oder was auch immer, weil ich gesagt habe, ich gehe diesen Weg der Wahrheit und das ist das Licht. So, und jetzt sind wir an dem Punkt, an dem wir jetzt sind. Und jetzt wollen wir mal schauen, was geschieht. Auf jeden Fall so, wie es bislang war, kann es ja auch nicht werden. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie dieser Papst reagiert, wie die Bischöfe reagieren und was da auch alles auf den Tisch kommt. Das sind halt, ist so, das steht ja schon in der Bibel. Das sind halt die Jahre, die harten Jahre, wo wir durch müssen. Es geht ja nicht anders. Da wird noch vieles geschehen und vieles kommen, aber es ist gut so, dass es geschieht. Schlimm wäre es, wenn es so weitergeht. Und ich selber merke energetisch, dass wenn ich zum Beispiel auch beim Einkaufen bin, egal wo ich bin, merke ich eine Strömung Energien, die ich fühle, oder ich sehe es auch in den Gesichtern der Menschen, die mir begegnen. Diese Zweiteilung, die einen schauen sehr freundlich, haben auch eine positive Energie, lächeln mich an, dann weiß ich, sie wissen auch etwas, wissen anders als im Gedächtnis halt. Eine andere Art von Wissen, aus dem Raum heraus, aus dem Universum heraus, wissen sie es. Und es gibt andere, die schauen mich ganz finster und ganz böse, da weiß ich, sie wissen, dass ich der Verursacher bin, der diese Wahrheit auf den Tisch legt oder sie vorantreibt. Und sie wollen mich am liebsten dafür bestrafen, weil ich sie aus ihrem Schlummer heraus wecke und dann mit einer solch unschönen These oder Behauptung. Und es gibt auch Menschen, da muss ich sagen, ich kann froh sein, dass derjenige mich nicht hinterrücks erschlagen hat mit einem Knüppel oder dass mich noch keiner abgestochen hat. So sieht es aus. Damit lebe ich jeden Tag, jede Stunde. Und das ist auch nicht leicht für mich, so zu leben und dieses alles zu tragen und diese Wahrheit so zu leben und sich da so hinein zu knien, den Mut zu haben, das zu artikulieren und zu posten, das ist nicht leicht, das ist das, was ich trage. Es ist eine schwere Verletzung. Dazu kommen mehrere schwere Unfälle. Ich hatte eine Verletzung und große körperliche Schmerzen in den letzten 10 Jahren. Das alles, das trage ich, das sage ich jetzt mal einfach mal so denjenigen, die meinen, dass ich ein fauler Typ bin, der den Tag am Bildschirm verbringt. Ja, so, das weiß ich, dass manche mich auch so sehen und sich fragen, warum kletter ich nicht um den Baum herum, warum arbeite ich jetzt nicht irgendwo beim Straßenbau oder sonst wo und mich insgeheim verurteilt, das weiß ich. So, aber ich denke mal, es wird sich
ändern. Und ich brauche kein schlechtes Gewissen zu haben, ich bin ja Rentner schon und habe das Recht, nichts zu tun. Obwohl ich ja sehr viel mache, wie ich gerade gesagt habe. Okay, das wollte ich jetzt nur noch mal sagen. Also, und lasst uns nicht aufhören, das ist das Wichtigste. Und sexueller Missbrauch betrifft nicht nur die Kirchen und sozialen Einrichtungen, es betrifft eben alle Menschen. Und dass jeder sich offenbart seine Fehler eingesteht, beichtet sozusagen, das ist sehr wichtig. Er kann es einem anderen beichten, er kann es auch sich nach draußen gehen in die Natur und es laut aussprechen und sagen, ja, ich habe dann und dann das und das gemacht, das bereue ich oder ich weiß, das war ein Fehler, ich habe das und das gemacht, das war falsch, hätte ich nicht tun dürfen. Das alles ist aufgezeichnet in einem großen Gesamtuniversum. Es ist dort empfangen, es ist dort von den Engeln mitgehört und verzeichnet. Und wer nicht an Engel glaubt, der braucht auch gar nichts weiter zu machen. Das ist aber ja seine Sache und seine. Okay, ich glaube an Engel. Auf alle Fälle. Natürlich. Natürlich. Engel sind für mich genauso realistisch wie die Tatsache, dass da ein Baum steht oder dass ich jetzt im Moment hier in dieses Smartphone hinein spreche und hier stehe. Völlig logisch. Natürlich. Okay, also lasst uns weitermachen. Power, Power. Immer schön Dynamik, bloß nicht einschlafen. Wir fangen jetzt an. Und darum steht in der Bibel auch, und siehe, ich mache alles neu. Das ist ja was bedeutet das? Ich mache alles neu. Die Aussage. Das bedeutet, dass alles neu sein wird und neu gemacht wird. Und dann bleiben wir eben nicht mehr in dem alten Denken und in den alten Strukturen stecken. Nein, dann verändern wir es. So. Und das machen wir. Okay. Schönen Tag und ciao und shalom. Interessant ist auch, dass es schon wieder eine Verbindung gibt. Ich hatte gestern halt geschrieben, einen Kommentar geschrieben, dass sich die katholische Kirche auflösen wird. Und es hatte jemand mir geantwortet, seit Martin Luther sind 500 Jahre vergangen und sie ist immer noch da, warum sollte sie sich innerhalb von 20 Jahren auflösen? Da war wieder ein Stichwort, was eine Verbindung für mich darstellt, das Stichwort Martin Luther. Die Mutter meines Vaters, meine Großmutter, hat eine Hamburgerin, ebenso wie meine Eltern, hat immer behauptet, dass wir von Martin Luther abstammen. Woher sie diese These hat oder diese Überzeugung hat, das weiß ich nicht. Wir haben als Jugendliche auch herumgerätselt und uns gefragt, was will sie uns sagen oder wo hat sie das? Sie hat es aber stock und steif behauptet. Vielleicht tun wir das, ich weiß es nicht. Okay, ciao.